Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are back with Ephesians chapter 4 and about the 5 different ministries. Wir sind zurück mit Epheser Kapitel 4 und den 5 verschiedenen Diensten. Isn't this amazing that the Bible is so clear Ist es nicht erstaunlich, dass die Bibel so klar sagt, that God has given these grace gifts to the church dass Gott diese Gnadengaben der Gemeinde gegeben hat and their calling is to prepare the Christians for the ministry? und dass ihre Berufung darin besteht, die Christen auf den Dienst vorzubereiten? Every single one without exception. Jede einzelne, ohne Ausnahme. Do you know that your pastor is supposed to serve you in the sense that he equips and releases you to the ministry? Weißt du, dass dein Pastor dir dahingehend dienen soll, dass er dich für den Dienst ausrüstet und freisetzt? You are not called to serve him, he is called to serve you. Du bist nicht dazu berufen, ihm zu dienen, sondern er ist dazu berufen, dir zu dienen. So who should then do the pastoral ministry of the sheep? Wer soll also den pastoralen Dienst für die Schafe übernehmen? Well, the beautiful thing is the sheep take care of themselves. Nun, das Schöne ist, dass die Schafe sich selbst umeinander kümmern, aufeinander aufpassen. And they learn to trust in Jesus, the great shepherd, to take care of the church. Und sie lernen, Jesus, dem großen Hirten, zu vertrauen, dass er sich um die Gemeinde kümmert. Maybe you think this is heresy. Vielleicht denkst du, das ist Ketzerei. But look, if the pastor who is mentioned here among the other 4, Doch schau, der Pastor, der hier zusammen mit den anderen 4 erwähnt wird, if his job is to prepare the Christian, the church, every member to the ministry, wenn seine Aufgabe darin besteht, die Christen, die Gemeinde, jedes einzelne Mitglied auf den Dienst vorzubereiten, that means that every single Christian is supposed to be doing the pastoral ministry. dann bedeutet das, dass jeder einzelne Christ den pastoralen Dienst tun soll. So that means they should take care of one another. Das bedeutet, dass sie sich umeinander kümmern sollen. Remember, I told you that the church is described mainly through the word allelon. Erinnere dich, ich habe dir gesagt, dass die Gemeinde hauptsächlich durch das Wort Allelon beschrieben wird. See, the Bible doesn't teach you the pastor takes care of the people. The Bible teaches the people take care of each other. Die Bibel lehrt nicht, dass der Pastor sich um die Menschen kümmert. Die Bibel lehrt, dass die Menschen füreinander da sind, sich umeinander kümmern. Forgive one another, love one another, care for one another, Vergebt einander, liebt einander, kümmert euch umeinander, help one another. helft euch gegenseitig. But we have created this system where we pay some people to do all of the work. Wir haben jedoch ein System geschaffen, in dem wir einige Leute dafür bezahlen, die ganze Arbeit zu machen. If people want to be full-time in the ministry and be paid for that, Wenn Menschen vollzeitlich im Dienst sein wollen und dafür bezahlt werden, it's okay. ist das in Ordnung. As long as they get paid for preparing every Christian to do the job and not they do the job and they get paid for that. Solange sie dafür bezahlt werden, dass sie jeden Christen darauf vorbereiten, die Arbeit zu tun und nicht sie selbst die Arbeit tun und dafür bezahlt werden. Can you imagine if every single Christian would be pastoral, meaning take care of one another? Stell dir vor, wenn jeder einzelne Christ pastoral wäre, was bedeutet, dass man sich umeinander kümmert, Everybody would be taken care of and no pastor would be overwhelmed. dann würde man sich um jeden kümmern und kein Pastor wäre überfordert. Can you imagine if the teachers would understand Stell dir vor, die Lehrer würden verstehen, that their job is to prepare every Christian for the work of the ministry? dass es ihre Aufgabe ist, jeden Christen auf die Arbeit im Dienst vorzubereiten. Then the Christians would teach one another to live life right and follow Jesus well. Dann würden sich die Christen gegenseitig lehren, das Leben richtig zu leben und Jesus gut nachzufolgen. Can you imagine Stell dir vor, if every prophet would understand wenn jeder Prophet verstehen würde, that their job is to prepare every Christian to be a prophetic expression of Jesus Christ? dass es seine Aufgabe ist, jeden Christen darauf vorzubereiten, ein prophetischer Ausdruck von Jesus Christus zu sein. Then they would not have to chase a prophet to get a prophetic word. Dann müssen sie nicht einem Propheten hinterherlaufen, um ein prophetisches Wort zu bekommen. The prophet wouldn't be stressed under their pressure, Dann wären die Propheten nicht gestresst, weil sie unter Druck stehen, and they wouldn't be stressed because they can't find enough prophets. und die Menschen wären nicht gestresst, weil sie nicht genug Propheten finden. But every Christian would do the work of the ministry, meaning
releasing a prophetic expression of Jesus to one another. sondern jeder Christ würde die Arbeit des Dienstes tun, was bedeutet, dass er einen prophetischen Ausdruck von Jesus für die anderen freisetzt. Can you imagine? Stell dir das vor. That would be a healthy church Das wäre eine gesunde Gemeinde, where allelon is fulfilled, everybody takes care of one another, in der Allelon erfüllt ist, in der sich jeder um den anderen kümmert and where we would also be an expression of Jesus walking this earth. und in der wir auch ein Ausdruck Jesu sind, der auf dieser Erde wandelt. It would be a very, very powerful church. It would impact this world. Es wäre eine sehr, sehr kraftvolle Gemeinde, die die Welt beeinflussen würde. But I wonder if there's both sides. Doch ich frage mich, ob es nicht beide Seiten gibt. On one hand, the people who enjoy their ministry, Auf der einen Seite stehen die Menschen, die ihren Dienst genießen, they find identity in their ministry. die in ihrem Dienst ihre Identität finden So they have it they need to build the big ministry. und deshalb einen großen Dienst aufbauen müssen. And then there is the other side, Auf der anderen Seite that people don't want to do the ministry. They rather want to pay somebody to do the ministry for them. stehen die Menschen, die ihren Dienst nicht selbst machen wollen. Sie wollen lieber jemanden bezahlen, der den Dienst für sie tut. But from my biblical understanding, it's just unhealthy. Aber nach meinem biblischen Verständnis ist das einfach ungesund. Let me tell you a little story. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte. This year, I was in Europe meeting with my team. We were 20 people. Dieses Jahr traf ich mich in Europa mit meinem Team. Wir waren 20 Leute. And the first time there was a woman on the team she's new on my team. Und zum ersten Mal war eine Frau dabei, die neu in meinem Team ist. I heard about her working for us, but I had never met her. Ich hatte gehört, dass sie für uns arbeitet, aber ich hatte sie noch nie getroffen. When we had our team meeting towards the end of our 4-day meeting, Gegen Ende unserer 4-tägigen Teamsitzung she asked something if she could do a certain thing with some of my stuff that she has on her heart. fragte sie, ob sie ein bestimmtes Projekt, das ihr am Herzen lag, zusammen mit jemandem aus meinem Team durchführen könnte. My reaction was kind of like this. Meine Reaktion war in etwa so: That's wonderful. Go. I will support you where I can. Run with it. Das ist wunderbar, mach, ich werde dich unterstützen, wo ich kann. Zieh es durch. And she was very touched by that Das hat sie sehr berührt. because her experience in the church was Denn sie hatte in der Gemeinde die Erfahrung gemacht, that you can't just do a ministry unless it's approved by the leaders. They've got to make sure everything is right. They check everything very carefully. dass man nicht einfach einen Dienst machen kann, wenn er nicht von den Leitern genehmigt wurde. Sie müssen sicherstellen, dass alles richtig ist. Sie prüfen alles sehr genau. And then they discourage you. Und dann entmutigen sie dich. And I was the opposite. Ich machte das Gegenteil. Because if I understand Ephesians 4, Denn so wie ich Epheser 4 verstehe, it's my job to make sure that everybody who I interact with gets prepared for the ministry. ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle, mit denen ich zu tun habe für den Dienst, vorbereitet werden, To be an expression of Jesus on the earth. um ein Ausdruck Jesu auf der Erde zu sein. See you tomorrow. Bis morgen.